wir hatten leuchtende Handschuhe, wir hatten Projektionen auf uns selbst, wir hatten Laser, die wir irgendwie auf dem Kopf haben. Die Instrumente illuminieren, dass sie immer genau das darstellen, was man macht. Aber es wird alles affig. Ein Mensch, der ein Saxophon in der Hand hat, das ist so klar, da pustet man rein, da drückt man was drauf, da kommen Töne raus. Wenn ich das doller mache, dann wird es intensiver. Und solche Elemente fehlen beim Umgang mit elektronischen Instrumenten nach wie vor. Uns beide fasziniert der Workflow, ohne Rechner, ohne DAW zu arbeiten, mit Instrumenten, mit Geräten zu spielen und damit ein großes Instrument zusammenzubauen. Ja, dieser Moment, wo wir uns beide eingestanden haben, dass wir völlige Hardcore-Nerds sind. Das Arbeitstempo mit den Maschinen ist deutlich langsamer als mit dem Rechner, einfach weil man viel umständlicher arbeiten muss. Ja, mit dem Setup wissen wir beide, dass es immer so eine 10% Schwankung auch von den Geräten an sich geben kann. Und das ist dann auch akzeptabel. Und das mögen wir auch beide. Warum machen wir das noch? Die Selbstkasteiung ist nicht bei uns das Prinzip. Die Einschränkung ja. Und der kreative Umgang mit diesen Einschränkungen, das ist das, was es spannend hält. In guter alter DAP-Manier gibt es einen Mixer, mit dem kann man eigentlich, das Einzige, was man mit dem wirklich machen kann, ist Sachen ausschalten. Da laufen alle Signale erstmal zusammen und wir spielen damit. An. Und aus. Die MPC gibt das Haupttiming vor und schaltet die Programme bei allen Geräten oben. Alle anderen Geräte sind Synthesizer für Sounds, Sampler, Effektgeräte. Drumcomputer, die laufen alle quasi der MPC und dem Mixer hinterher. Oh, was ja auch letztens super gut funktioniert, war dieser Soundcheck-Sachen. Also bisher hatten wir meistens zwei Fälle. Entweder man hatte eine Idee am Synthi oder wir hören Platten oder Musik und haben beide so ein Erlebnis, das uns ein kleiner Moment so vom Hocker reißt, dass wir den einfach verewigen wollen und mit dem weiterarbeiten. Und das sind dann meistens die Samples in unseren Songs. Witzigerweise arbeiten wir häufig mit Songs, also mit Platten, die wir so am Stück, glaube ich, gar nicht so sehr hören würden. Wenn du die Kunst von jemand anderem benutzt, dann musst du sie so nutzen, dass etwas Neues geschieht. Davon gehen wir aus. Wir verändern das dann. Wir nehmen es aus dem Kontext heraus. Wir versuchen immer was Neues zu schaffen. Das ist eigentlich, was Silvester ist. Und wir nehmen das, was der eine macht und drehen es um. Immer wieder. Und manchmal bleiben wir dann in so einem Loop hängen. Stundenlang, tagelang, wochenlang. Wir treffen uns und es kommt nichts dabei rum. Und dann kommt aber wieder so dieser Flow-Moment rein. Und das ist das, was am Anfang auch so Klick gemacht hat. Da haben wir beide gemerkt, das können wir gut machen. Wir können uns diese Bälle gut zuwerfen. Man trifft nicht so oft Leute, die so denselben Spleen haben, dass man irgendwie das spannend findet, dass man nicht den einfachsten Weg gehen darf. Und da einfach ranzugehen und zu sagen, hey, was ist das Bekloppteste, was dir einfällt? Lass mal gucken, ob wir da was draus basteln können.
wir arbeiten nie aus einem Vakuum heraus. Das ist das, was du machst, wenn du mit dem Computer anfängst. Dann hast du immer leere Leinwand. Wir kommen mit einem Farbeimer rein, machen einmal einen riesigen, großen, bunten Klecks. Mit ganz vielen Farbeimern kommen wir rein. Dann sortieren wir wieder aus und sagen, okay, was muss denn weg? Und dann malen wir Sachen schwarz. Und dann bleiben Flächen bunt oder Flächen bleiben einfarbig. Und das ist das, wie wir eigentlich viel arbeiten. Und was wir halt ständig machen, ist uns den Ball zuschmeißen und sagen, ja, das ist was. Oder wir sagen uns aber auch genauso klar, nein, das ist nix. Tobi kam auch schon ganz oft zu Proben und sagte, hier, ich habe was Neues. Und dann war das einfach scheiße. Deswegen habe ich zum Beispiel die Sachen dabei, die ich vorbereitet habe, wenn ich zu Proben komme. Und bis mir irgendwann mal auffällt, dass Max einfach dann eher nichts mitbringt, weil er vielleicht viel Angst hat. Einfach bei dir den Master hoch. Dieses Instrumentensetup befähigt uns dazu, uns wirklich zu konzentrieren auf das, was auditiv da ist. Und nicht auf irgendwelche blinkenden Lichter irgendwie sich zu verlassen, weil es hat nämlich nichts zu bedeuten. Das, was du hörst, das ist das, was wichtig ist. Das, was du nimmst und das, was du dann veränderst, das ist das, was wichtig ist. Und mit unserem Instrumentarium liegen alle Instrumente voll spielbar mit all ihren Parametern immer vor uns. Und auf jede einprogrammierte Note hat man vollen Zugriff auf jeden Parameter, auf jeden Effekt, auf jeden Kanal, auf alles. Du brauchst bei unseren Geräten wirklich Mut, weil es kann sein, dass du das nie wieder herstellen kannst, was du gerade gemacht hast. Und dass auch alles andere fort ist, was davor passiert. Ja, richtig. Das passiert auch ganz oft. Das ganze Pattern ist gelöscht. Cool. Hast du geschafft? Ja. Es ist nicht, ich produziere was, dann ist es fertig und weg und ist raus in die Welt, sondern das ist einfach noch ein Schritt und wir nehmen was wieder zurück und nochmal Wiederholung und noch ein Schritt. Und was das finale Produkt ist, wie ein Track oder ein Konzert, ist ein Zwischenstand. Und darin geht es wieder weiter. So funktionieren unsere Instrumente, so funktionieren unsere Proben. So funktionieren wir beide auch ein bisschen als Musiker. Das meiste passiert bei uns, wenn der eine Pause macht und der andere macht gerade was. Und dann kriegt man nach 5 Minuten irgendwie so das Feedback so, ey. Und wenn dann der andere sagt, yo, dann probieren wir es einfach andersrum und bleib ganz entspannt. Dann ist das ein gutes Team. Und das ist das, was bei uns gut funktioniert hat, weil wir beide diese Einstellung haben. Man muss mal Sachen ausprobieren dürfen, die für dich auf den ersten Blick nicht logisch wirken. Nur dann ist es irgendwie Kunst, dann ist es irgendwie spannende Sachen ausprobieren. Weil sonst bist du halt immer nur am Reproduzieren. Am Reproduzieren. Was man schon gelernt hat. Ja.
Ich habe das Gefühl, dass wir beide eigentlich ganz gerne etwas haben und es dann verändern. Und es haben und dann negieren. Also das heißt, wenn Tobi eine Harmonie macht, dann mache ich möglichst eine Bassline, die dich eigentlich in eine andere Richtung führt. Und das macht Tobi dann auch wieder. Wenn wir einen Song live spielen, dann ist ein Hauptteil der Struktur fest in den Sequencern. Alle Noten, wann spielt der Drumcomputer welche Beats, wann spielt der Synthi welche Noten, ist einprogrammiert. Und der Großteil ist, die Sounds zu verändern, zu intensivieren, Klangfarben zu manipulieren, Effekte reinzudrehen, Kanäle außen anzumachen. Die Übergänge zu spielen. Die Form zu gestalten, wann kommt überhaupt welcher Teil von welchem Song, wann kommen welche Instrumente dazu, wann müssen welche gehen. Wie energetisch ist welcher Teil. Wir können einen Drop machen. Das, was gerade das Publikum im Prinzip fordert. Also das, was gerade energetisch im Raum nötig ist, das können wir dann machen. Die ganze Band ist so krass ein Projekt. Wir haben so viele Themen da drin, dass wir das Gefühl haben, okay, da kann man auch größere Sachen mitmachen. Und dann kam die Möglichkeit von der Stadt Köln, dass wir ein gefördertes Projekt machen können. Also einfach mal nochmal weiter über den Tellerrand schauen. Wir wollten halt den Leuten zeigen können, hey, wir sind Live-Musiker. Alle Entscheidungen passieren in Echtzeit, genauso wie wenn du mit einer Jazzband spielst. Man muss unglaublich aufeinander aufpassen, sehr gut aufeinander abgestimmt sein, sehr gut aufeinander reagieren können. Die Bewegungen, die wir machen müssen, sind unglaublich klein. Und es ist viel konzentrierte Arbeit an kleinen Stellen. Man muss genau wissen, okay, jetzt greife ich hier hin, dahin. Und das wirkt von außen betrachtet sehr schwach, sehr wenig, sehr fokussiert und hat deswegen wenig mit dem zu tun, was tatsächlich klanglich auch passiert. Und wir wollten versuchen, da irgendwie eine Brücke zu schlagen, dass die Effekte der Bewegung, wie arbeite ich an einem Instrument, welchen Einfluss hat meine Entscheidung hier auf die Musik, dass die unterstützt werden. Wir wollten halt ehrlich sagen, ja, wir machen das live. Wir reißen uns verdammt nochmal den Hintern auf dafür, dass das live sein kann. Wir wollen mit unseren Instrumenten hier stehen. Wir wollen das in diesem Moment auch erschaffen. Dass das wirklich auch so ist, wie kriegen wir das visuell übertragen? Wir wussten, was wir brauchen. Wir brauchen Leute, die visuell fit sind, die coden können, die mit Grafik und Video umgehen können. Und dann kannten wir eine Person, und das war Shikashi, von dem wir beide wussten, wie unglaublich hingebungsvoll er arbeitet und mit was für einer Energie er sich in seine Arbeit und Projekte einsetzt. Und der tolle Projekte macht in der Verbindung von Performance, von Bewegung, mit Interfaces in Kombination mit visuellen Elementen. Und Mew ist einfach ein super VJ. Dieses Intensitätsdenken. Sie denkt gar nicht so sehr in Geschichten. Bei der geht es darum, ist hell oder dunkel. Bei der Tempo, Form, Tempo, Struktur, Action, genau. Wie dicht ist ein Sound, wann kommen Genau. Brüche, wie sieht ihr Mapping im Raum aus, passt Ja. die Struktur zu dem Ist es stylisch optischen auch. Raum. Ja. Ja. Als Musiker bist du normalerweise gewohnt, in einen Band-Kontext zu kommen. Du bist nicht gewohnt, jemand anderem eine Aufgabe zu geben. Einfach zu sagen, wir brauchen das von dir. Wir sehen uns in einem Monat wieder und dann hast du das fertig. Das war eine sehr große Herausforderung. Und das ist am Anfang auch völlig in die Hose gegangen. Das kann man. Ja. Aber Wir hatten unsere Frage formuliert, wir hatten die Projektforderung bekommen
Und beim ersten Meeting mit Chikashi kommt raus, dass er ein komplett fertiges Konzept hat, wie er es umsetzen will. Sein Zeitplan steht schon. Er weiß, wann er was machen will. Der Zeitplan läuft über ein halbes Jahr. Und wir mussten so ein bisschen kämpfen tatsächlich. Wir mussten dann ein bisschen sagen so, hey, wir hatten auch noch Ideen. Wir hatten uns auch schon ein paar Gedanken gemacht, was wichtig ist, auch was wir cool finden, was wir methodisch gerne machen würden. Und wir standen da und haben uns ganz viel Gedanken gemacht und das ist aber so gewesen. Und das dann wieder umzuschwenken und dann zu sagen, hey, da ist das Ziel und da wollen wir gemeinsam hin. Das war der komplette Prozess. Was ich mir manchmal selber so ein bisschen dann denke, ist, boah, krass, wir haben jetzt einen Monat Probleme gelöst, aber keine Musik gemacht. Das ist auch was im Silvester-Maschine-Projekt immer wieder aufgetaucht ist. Zwischendurch, wo wir uns dann angeguckt haben und dann gesagt haben, so, hey, sollen wir einfach mal wieder ein Beat schrauben, wäre auch mal wieder cool, wenn wir jetzt, also nicht eine Woche irgendwie programmiert und Kabel gelötet. Also wir haben den Axolotl zum Umschalten von den Szenen, gibt einen Parameterwert raus, der dann auch nochmal an die Visualisierung rausgegeben werden kann. Das ist so die Idee, aber das muss man jetzt vorbereiten, weil das ist, was ich irgendwie Chikashi immer gesagt habe, dass ich das machen werde. Ich habe es bis heute aber noch nicht gemacht, deswegen muss ich mir jetzt noch Gedanken machen. Wir müssen da tatsächlich 2 Strategien verfolgen. Die eine ist, wir reißen immer die Hütte ein, wir spielen uns immer wieder die Bälle zu, aber die andere Seite ist auch, wir wollen ja auch spielen und wir wollen auch zum Ende kommen und wir wollen auch auftreten können. Und je weiter das Projekt fortgeschritten ist, desto mehr haben wir gemerkt, wie weit Chikashi schon vorausgedacht hatte. Wir sind an Punkten immer wieder darauf gekommen und haben so gedacht, zum Glück hat Chikashi diesen Weg gewählt. Jetzt sind wir da und haben das Problem nicht mehr, weil es ist einfach entschieden worden am Anfang. Irgendwie mit einer 3D-Kamera zu arbeiten, viele Einschränkungen zu haben. Chikashi arbeitet da auch witzigerweise wieder wie wir. Es kommt immer wieder zurück, auch diese Einschränkungen. Und das ist nämlich wieder genau so funktioniert Silvester. Wir wissen nicht, was wir tun und dann passiert was und wir denken beide so, boah krass, das muss da rein. Ja, genau so. Silvision besteht im Prinzip aus 3 Elementen. Wir haben einmal den Live-Input von der 3D-Kamera, dann haben wir den Live-Input von 16 Audioquellen von unseren Instrumenten und dann haben wir den MIDI-Input, das heißt Tempo, in welchem Part sind wir gerade, alle Start- und Stoppbefehle und so weiter. Diese verschiedenen Befehle können sich gegenseitig bedingen. Das ist die Position von Kamera. Ja. Und kann man Kamera drehen. Okay, ja. Aber die könntest du noch höher stellen, also die Größe. Okay. Genau, sowas ist halt auch immer schön, ne? Das ist halt ein bisschen abstrakter. Ja. Ihr fetten Schläuche. Hallo! Okay, dann die zweite Deformation ist mit Klang. Das ist der Bassdrum, ja. Snare Drum ist ein bisschen so komplizierter. Das ist Pixelposition, wird abhängig von Wellenform jetzt. Dann, das ist mit Texture, das ist welche, so es gibt 4 Player. Okay, so das ist Spektrogramm, so jetzt Snare Drum und Kick Drum. So, das ist Wellenform 1, 2, 3. Mach mal den Bass. Noch einen weiter. Ein weiter, so Loop. Schneller spielen. Der Kompass, ja! Da ist er! Okay. Wir arbeiten beide gerne so, dass wenn wir auf der Bühne sind und was anmachen, dass es dann erstmal cool ist. Und wir arbeiten dann häufig so, dass wir Elemente wegnehmen und sagen, okay, am Anfang ist vielleicht noch kein Bass an oder der Groove ist noch nicht vollständig da. Wir täuschen dem Publikum erstmal was vor. Und dann kommt dann irgendwann die Auflösung, die Kadenz und dann sind wir da. Und das Schöne ist, dass wir dadurch, dass wir in Parts spielen, die aufeinander folgen, auch Silvision, also die Visualisierungssoftware, folgen lassen können. Das heißt, die Software kann im Prinzip wissen, okay, in diesem Part soll es episch sein, da kann das passieren,
in diesem Part ist alles etwas kleiner gedacht. Da kann weniger passieren. Das kann zum Beispiel sein, in diesem Song ist die Grundfarbe blau und diese Animation läuft. Und die 3D-Kamera zeigt diese Perspektive. Und die Kickdrum macht, dass das ganze Ding wabert. Das kann passieren. In der nächsten Szene kann das komplett anders sich darstellen. Die Schwierigkeit ist dann zu sagen, okay, wie kommst du sowohl musikalisch als auch visuell in einem Bogen von einem zum anderen. Und im Prinzip kann man Sylvision jetzt wie so eine Patch Bay verstehen, wo man Audio-Input auf der einen Seite hat und Videomöglichkeiten auf der anderen Seite hat. Wir können jetzt innerhalb unserer Songform, weil die Videosoftware den Songs automatisch folgen kann, entscheiden, wie bedingen sich diese ganzen Parameter gegenseitig, wie kann man die miteinander verschränken, damit visuelle Elemente entstehen, die wir ansprechend finden, genau, spannend sind. Die spannend sind. Und die vielleicht im besten Fall auch nochmal dem Publikum einen Mehrwert geben. Okay. Ich sag mal ein paar Grundeinstellungen und dann macht Mew noch dazu. Und wir fangen bei ganz rudimentären Sachen an. Okay? Und bitte das Kreisvideo von Mew als Basis am Anfang. Dann müssen wir auch. Ja. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Und jetzt nochmal speichern direkt bitte. Genau, speichern. Für die Szene speichern, ja. Okay. 46. Ja. Wie geht nochmal das Anfang vom Lied? So, Anfang von. das ist der Anfang. Ja. Ja. Dann was Und jetzt vom die- Rein? Wir haben eine Animation. Wir haben eine Jetzt würde ich Animation. sagen, machen wir noch eine für Kick, Snare, für den Rhythmus. Genau, Und dann ist die Szene fertig. genau. Die Snare, dass das Video weißer wird. Das ist 0. Das ist eigentlich kann man es auch so lassen. Okay, das ist gut. Das ist gut. Okay. Ja. Dann wünsche ich mir nur noch, wenn das angeht, So, Pub. das MPC. Ja, genau. Genau. Kannst du in den Radial Blur die Richtung ab? Das ist eine ganz andere Welt. Wir haben uns den Horizont unglaublich erweitert. Wir sind jetzt dabei, dass wir visuelle Komponenten genauso behandeln können, wie wir mit Audio arbeiten. Wir dachten ursprünglich, okay, wir finden jemand oder ein System, eine Maschine, was uns das abnimmt oder mit uns irgendwie kollaboriert, aber jetzt haben wir ein Tool an der Hand, was einfach ein Stück weit zu unserem Instrumentarium gehören wird. Es ist trotzdem reaktiv, es ist trotzdem in Echtzeit. Es reagiert auf das, was wir live tun. Und auch wenn wir dann entscheiden, nein, wir spielen den Song jetzt anders, dann ist das System in der Lage, uns zu folgen. Ich weiß nicht, ob wir die Frage beantwortet haben. Das muss das Publikum entscheiden, ob das intensiver geworden ist, was wir tun, dadurch visuell. Das weiß ich noch nicht.